Der französische Schriftsteller und Philosoph Jean-Paul Sartre ist einer der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts. Er gilt als Begründer des Existenzialismus und ist überzeugt von der absoluten Freiheit des Menschen. Warum der Mensch laut Sartre zur Freiheit verurteilt ist und wie der Mensch sein Leben gestalten kann und muss, erfährst du in diesem Video. Jean-Paul Sartre wird am 21. Juni 1905 in Paris geboren. Sein Vater stirbt bereits 15 Monate nach seiner Geburt, woraufhin seine junge Mutter wieder zu ihren Eltern zieht. Bis zum Alter von 10 Jahren wird Sartre von seinem Großvater und wechselnden Privatlehrern zu Hause unterrichtet. Er hat kaum Kontakte außerhalb seiner Familie. Danach besucht er das Lycée Henri IV, eine der anspruchsvollsten und angesehensten höheren Schulen Frankreichs. Sartre ist kleinwüchsig und schielt stark. Als Schüler wird er deshalb von seinen Mitschülern oft gehänselt. Von 1924 bis 1928 studiert Sartre an der École Normale Supérieure, einer Elite-Universität in Paris, Psychologie, Philosophie und Soziologie. 1929 lernt er seine spätere Partnerin Simone de Beauvoir kennen. Er erhält die Lehrerlaubnis für Philosophie und arbeitet ab 1931 als Gymnasiallehrer für Philosophie in Le Havre. Er reist viel, unter anderem nach England, Italien, Deutschland, Österreich und in die Tschechoslowakei und verbringt im Rahmen eines Stipendiums ein Jahr in Berlin, wo er sich mit der Philosophie von Husserl und Heidegger vertraut macht. Zum Schuljahr 1937/38 werden Sartre und Beauvoir beide nach Paris versetzt. Sie wohnen in 2 getrennten Zimmern eines kleinen Hotels in Paris und führen eine offene Beziehung, die sie vertraglich geregelt haben. 1938 veröffentlicht Sartre seinen ersten Roman. Er trägt den Titel Der Ekel und setzt sich mit der Freiheit und der Einsamkeit des Individuums auseinander. Von 1939 bis 1941 absolviert Sartre seinen Kriegsdienst. Er gerät in deutsche Kriegsgefangenschaft. 1943 erscheint sein erstes philosophisches Hauptwerk Das Sein und das Nichts. Sartre verkündet hierin die absolute Freiheit und daraus folgende absolute Verantwortung des Menschen in einer Welt ohne Gott. Das Werk wird zur theoretischen Grundlage des atheistischen Existenzialismus. Im selben Jahr trifft Sartre Albert Camus zum ersten Mal. Zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine Freundschaft, die jedoch einige Jahre später aufgrund von politischen Differenzen zerbricht. Ab 1945 arbeitet Sartre nicht mehr als Lehrer, sondern nur noch als Schriftsteller. Zusammen mit Beauvoir und Merleau-Ponty gründet er die Zeitschrift Les Temps Modernes. Er veröffentlicht verschiedene politische und philosophische Schriften, Romane, Drehbücher und Theaterstücke. In seinem berühmten Essay Der Existenzialismus ist ein Humanismus verteidigt Sartre 1946 den Existenzialismus gegen verschiedene Fehlinterpretationen und Missverständnisse. 1960 veröffentlicht er sein zweites philosophisches Hauptwerk, Die Kritik der dialektischen Vernunft. 1964 wird Sartre mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet, lehnt den Preis aber aus persönlichen und sachlichen Gründen ab. Er will sich nicht in eine Institution verwandeln lassen. Sartre ist politisch sehr aktiv. Er engagiert sich zwischen 1942 und 1944 in der französischen Resistance gegen die deutsche Besatzung, unterstützt 4 Jahre lang die Kommunistische Partei in Frankreich und spricht sich ausdrücklich gegen den Algerienkrieg aus. Er trifft sich mit Che Guevara, Fidel Castro und Mao Zedong und besucht noch mit über 70 Jahren den RAF-Häftling Andreas Baader im Gefängnis. Am 15. April 1980 stirbt Sartre in Paris. An seinem Trauerzug nehmen 50.000 Menschen teil. Kernaussage des Existenzialismus ist, dass der Mensch durch den Zufall seiner Geburt in die Existenz geworfen ist und aktiv selbst versuchen muss, dem Leben einen Sinn zu geben. Im Gegensatz zum Essentialismus vertritt der Existenzialismus die Auffassung, dass nicht die Essenz der Existenz, sondern umgekehrt die Existenz der Essenz vorausgeht. Die Essenz ist das Wesen einer Sache, dasjenige, was sie zu dem macht, was sie ist. Im Unterschied zu künstlich hergestellten Dingen, wie etwa einem Messer, geht beim Menschen die Existenz der Essenz voraus. Beim Messer wird zuerst das Wesen definiert, es soll scharf sein, schneiden können, einen Griff haben und so weiter, dann erst wird es hergestellt und existiert. Der Mensch hingegen existiert zuerst und definiert dann sein Wesen. Er muss sich selbst erschaffen und selbst entscheiden, wie er leben will.
Der Mensch ist für Sartre nichts anderes als die Summe seiner Handlungen. Indem er entscheidet und handelt, definiert er sein Wesen. Sartre schreibt: Der atheistische Existenzialismus, für den ich stehe, erklärt, dass, wenn Gott nicht existiert, es mindestens ein Wesen gibt, bei dem die Existenz der Essenz vorausgeht. Ein Wesen, das existiert, bevor es durch irgendeinen Begriff definiert werden kann, und dass dieses Wesen der Mensch ist. Was bedeutet hier, dass die Existenz der Essenz vorausgeht? Es bedeutet, dass der Mensch zuerst existiert, sich begegnet, in der Welt auftaucht und sich danach definiert. Da Gott nicht existiert, kann niemand die Essenz, das Wesen eines Menschen vor dessen Geburt festgelegt haben. Der Mensch existiert zuerst und definiert seine Essenz, sein Wesen später. Das menschliche Sein unterscheidet sich laut Sartre ganz grundsätzlich von dem Sein von Dingen, Pflanzen und Tieren. Das An sich ist das Ding, wie es ist. Dinge haben eine festgelegte Essenz. Ein Ding kann nichts anderes sein als das, was es ist. Das Für sich hingegen steht für die Existenz und damit für die Möglichkeit, etwas anderes zu werden als das, was man vorher war. Es beinhaltet die Möglichkeit zu wählen und sich zu entscheiden. Der Mensch ist daher niemals nur das, was er ist, sondern immer auch das, was er sein will. Das Für sich ist das Handeln, der Mensch ist ein Handelnder. Das Sein entspricht dem An sich unfreier Entitäten, das Nichts entspricht dem Für sich der Freiheit handelnder Menschen. Sowohl der Mensch als auch andere Entitäten existieren zufällig. Sie haben nicht selbst über ihre Existenz entschieden. Der Mensch hat jedoch als einziges Wesen ein Selbstbewusstsein, ein Bewusstsein von sich selbst und damit die Fähigkeit, reflektiert zu handeln. Er kann und muss seine eigene Essenz definieren. Sartre bezeichnet den Menschen als Projet, als Entwurf oder Projekt. Da es kein festgelegtes Konzept des Menschen gibt, existiert er nur in dem Maße, in dem er sich verwirklicht. Er ist das, wozu er sich macht. So erklärt sich auch Sartres berühmter Satz: Der Mensch ist, was er nicht ist, und er ist nicht, was er ist. Das Sein des Menschen ist nicht wie bei anderen Entitäten festgelegt, er ist stets ein Entwurf in die Zukunft. Deshalb ist der Mensch zur Freiheit verurteilt. Der Mensch ist laut Sartre absolut frei. Grenzen der Freiheit kann es nur geben, wenn der Mensch diese zulässt und nicht überwindet. Doch was bedeutet das konkret? Sartre erkennt an, dass der Mensch eine bestimmte Vergangenheit, Herkunft, soziale Stellung und genetische Ausstattung hat. Diese nicht frei wählbaren Eigenschaften des Menschen bezeichnet er als Faktizität. Doch diese Faktoren begrenzen nicht seine Freiheit und definieren nicht seine Persönlichkeit. Er kann sich stets in Beziehung zu ihnen setzen. Die Freiheit des Menschen, sich nicht über diese Eigenschaften zu definieren, sondern sie zu überwinden, nennt Sartre Transzendenz. Laut Sartre wird der Mensch weder durch seine Erfahrungen, seine Erziehung oder die Gesellschaft geformt, noch von seinen Trieben gesteuert. Der Mensch soll sich niemals von seiner Faktizität bestimmen lassen, sondern sich unabhängig von seinen individuellen Voraussetzungen selbst entwerfen und das Beste aus seinem Leben machen. Er soll sich nicht zu einem bloßen An sich degradieren und seine Freiheit verleugnen, sondern sich als für sich begreifen, seine Faktizität überwinden und sein Wesen selbst definieren. Der Mensch ist völlig frei und damit auch für alles verantwortlich, was er tut. Der Mensch hat gar keine andere Möglichkeit, als frei zu sein und sein Leben selbst zu gestalten. Er muss ständig Entscheidungen treffen und ist immer verantwortlich für seine Handlungen. Durch seine Freiheit wird der Mensch laut Sartre schuldig vor sich selbst. Indem er nämlich eine Handlung wählt, verwirft er eine andere. Heiratet er, verzichtet er auf ein Singleleben, entscheidet er sich für ein Singleleben, verzichtet er auf die Ehe. Mit jeder noch so kleinen Entscheidung verwirft er eine andere Möglichkeit und wird so, im existenzialistischen Sinne, immer schuldig an sich selbst. Jede Wahl setzt Elimination und Auswahl voraus. Mit jeder Wahl, mit jeder Entscheidung zerstören wir andere Möglichkeiten. Selbst wenn wir völlig passiv bleiben, wählen wir, und zwar die Passivität.
Dostojewski hatte geschrieben, wenn Gott nicht existierte, wäre alles erlaubt. Das ist der Ausgangspunkt des Existenzialismus. In der Tat, alles ist erlaubt, wenn Gott nicht existiert, und demzufolge ist der Mensch verlassen, da er weder in sich noch außerhalb seiner eine Möglichkeit findet, sich anzuklammern. Vor allem findet er keine Entschuldigung. Geht tatsächlich die Existenz der Essenz voraus, so kann man nie durch Bezugnahme auf eine gegebene und feststehende menschliche Natur Erklärungen geben. Anders gesagt, es gibt keine Vorausbestimmung mehr. Der Mensch ist frei. Der Mensch ist Freiheit. Wenn wiederum Gott nicht existiert, so finden wir uns keinen Werten, keinen Geboten gegenüber, die unser Betragen rechtfertigen. So haben wir weder hinter uns noch vor uns im Lichtreich der Werte Rechtfertigung oder Entschuldigung. Wir sind allein, ohne Entschuldigung. Das ist es, was ich durch die Worte ausdrücken will, der Mensch ist verurteilt, frei zu sein. Verurteilt, weil er sich nicht selbst erschaffen hat, anderweit aber dennoch frei, da er einmal in die Welt geworfen für alles verantwortlich ist, was er tut. Damit lehnt Sartre auch jede festgeschriebene, allgemeingültige Moral, unter anderem Kants kategorischen Imperativ, ab. Er beschreibt das Problem am Beispiel eines Schülers, der sich entscheiden muss, ob er sich während des Zweiten Weltkriegs in England den freien französischen Streitkräften anschließt oder bei seiner alleinstehenden Mutter bleibt. Ein solches moralisches Dilemma ist laut Sartre mit keiner moralphilosophischen Position klar lösbar. Es gibt keine absoluten, allgemeingültigen Werte, die dem Schüler bei seiner Entscheidung helfen können. Der Mensch muss sich selbst seine eigenen Werte setzen. Für Sartre ist der Mensch frei gegenüber der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Wir können unsere Zukunft frei gestalten, in der Gegenwart frei handeln und frei entscheiden, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen. Wir können zwar die Ereignisse der Vergangenheit nicht ändern, sehr wohl aber beeinflussen, wie wir uns zu diesen Ereignissen verhalten. Sartre vergleicht die Vergangenheit mit einer Perlenkette. Die einzelnen Perlen sind die vergangenen Ereignisse. Diese können wir neu anordnen und dadurch neu gewichten. So entscheiden wir selbst darüber, welche Bedeutung wir ihnen geben. Die Bedeutung der Vergangenheit ändert sich also durch mein gegenwärtiges und zukünftiges Handeln. Da wir auch gegenüber der Vergangenheit frei sind, können wir vergangene Ereignisse wie beispielsweise eine schlechte Kindheit oder eine toxische Beziehung nicht für unser gegenwärtiges und zukünftiges Verhalten verantwortlich machen. Es zeugt von mauvaise foi, von Unaufrichtigkeit, von Selbstlüge, wenn wir die Verantwortung für unser Handeln auf Ereignisse aus der Vergangenheit übertragen. Weil unsere Freiheit absolut ist, existiert auch das Nichts. In uns selbst gibt es nämlich nichts, das unsere Freiheit einschränkt. Selbst die Entscheidung zu leben müssen wir immer wieder neu treffen. Sartre schreibt: Wenn nichts mich zwingt, mein Leben zu bewahren, hindert mich nichts, mich in den Abgrund zu stürzen. Sartre verneint als Atheist, dass es irgendetwas im Menschen gibt, das ihn am Leben erhält. Die Entscheidung zu leben muss der einzelne Mensch immer wieder neu treffen. Das Nichts ist laut Sartre nicht nur ein Gegenbegriff zum Sein, es ist erfahrbar und spürbar. In der Stimmung der Angst kann der Mensch das Nichts erfahren und spüren. In der Angst ängstigt sich die Freiheit vor sich selbst, insofern sie von nichts beunruhigt oder behindert wird. Um zu verstehen, was Sartre mit dieser Aussage meint, ist es wichtig, den Unterschied zwischen Furcht und Angst zu verstehen. Furcht bezieht sich immer auf einen konkreten Gegenstand. Wir fürchten uns vor einem bissigen Hund, vor einem schlimmen Unwetter oder vor der nächsten Prüfung. Angst hingegen ist unbestimmt. Im Modus der Angst sind wir konfrontiert mit unserem eigenen Nichts. Sartre schreibt: Die Angst unterscheidet sich von der Furcht dadurch, dass die Furcht Furcht der Lebewesen vor der Welt ist und die Angst Angst vor mir selbst. Die Freiheit ist nur deshalb absolut, weil nichts uns daran hindert, sie auszuleben. Aber diese Aufgabe, unser Leben selbst zu gestalten, kann beängstigend sein. Die Kehrseite der Freiheit ist die Angst vor dem Nichts. In der Angst wird dem Menschen seine Freiheit bewusst. Angst stellt sich ein, wenn wir uns bewusst werden, dass wir das Nichts durch unser Handeln füllen müssen. Die anderen spielen im Existenzialismus eine wichtige Rolle für unsere eigene Existenz und unsere Freiheit.
Sartre geht wie René Descartes von der unmittelbaren Selbsterkenntnis des einzelnen Menschen aus. Diese unmittelbare Selbsterkenntnis wird im Existenzialismus jedoch auf die Erkenntnis anderer Menschen ausgeweitet. Indem der einzelne Mensch sich selbst erkennt, erkennt er auch die anderen Menschen, und zwar als Bedingung seiner Existenz. Man braucht die anderen, um sich selbst zu erkennen und um überhaupt zu existieren. An den Phänomenen Liebe und Scham analysiert Sartre, wie das eigene Sein vom Sein anderer bestimmt wird. So schildert er die Situation, in welcher ein Voyeur von einem anderen Menschen ertappt wird. In dieser Situation objektiviert der andere Mensch den Voyeur und schränkt dadurch dessen Freiheit ein. Der Voyeur ist gezwungen, sich im Bild des anderen wiederzuerkennen und sich damit auseinanderzusetzen. Das Gefühl der Scham entsteht. Scham ist für Sartre das Gefühl, zum Objekt für einen anderen geworden zu sein und sich darin wiederzuerkennen. Am Phänomen der Scham wird deutlich, wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren. Das Bild, das sich andere Menschen von mir machen, spielt eine Rolle für das Bild, das ich mir von mir selbst mache. Menschen sind gegenseitig vom Seinszuspruch anderer Menschen abhängig. Wir nehmen die Objektivierung, die sich andere Menschen von uns machen, nämlich auch an uns selbst wahr. Das Problem hierbei ist, dass unser Selbstbild nur im sozialen Miteinander durch das Feedback anderer entstehen kann. Wir brauchen das Feedback anderer, um unser eigenes Sein zu erschaffen. Gleichzeitig können wir aber nie sicher wissen, ob uns andere Menschen positiv oder negativ sehen. Es besteht im zwischenmenschlichen Miteinander immer die Gefahr, dass mich andere auch negativ objektivieren. Denn der andere Mensch ist ebenfalls frei und dadurch in der Lage, so über mich zu urteilen, wie er möchte. Der Mensch wird durch den Blick der anderen unausweichlich objektiviert, verdinglicht. Die Freiheit, mein eigenes Sein zu entwerfen, wird durch das Bild, das sich andere von mir machen, eingeschränkt. Ich brauche aber das Feedback anderer Menschen, um mein Sein zu erschaffen. Liebe ermöglicht laut Sartre, den Seinszuspruch eines anderen Menschen zu bekommen, ohne negativ von ihm objektiviert zu werden. Die Liebe zeigt das menschliche Bedürfnis, sich die eigene Existenz in höchster Weise bestätigen zu lassen. Die positive Objektivierung, der gegenseitige Seinszuspruch erfolgt zwischen Liebenden freiwillig, ist aber zum Scheitern verurteilt, denn durch die Liebe verliert der Liebende seine Freiheit. In seinem 1946 erschienenen Essay »Der Existenzialismus ist ein Humanismus« beschreibt Sartre seinen Existenzialismus als einen Humanismus. Er wendet sich damit gegen den Vorwurf der Kommunisten, welche behauptet hatten, der Existenzialismus kreise nur um die Existenz des Einzelnen und plädiere für eine Verantwortungslosigkeit gegenüber der Gesellschaft. Sartre betont in dem Essay, dass der einzelne Mensch nicht nur Verantwortung gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber der Gemeinschaft hat. Jeder Mensch soll seine eigene Freiheit und die Freiheit des anderen anerkennen. Er soll großherzig in Bezug auf den anderen sein und ihm bei der Verwirklichung seines Lebensentwurfs helfen. Sartres Humanismus bezieht sich aber nicht nur auf den anderen, sondern auf das ganze Universum. Da nicht ein Gott oder eine universale menschliche Natur, sondern der Mensch selbst sich und seine Werte schafft, ist er verantwortlich, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Mitmenschen und für das gesamte Universum. Der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht. Der Mensch ist laut Sartre absolut frei. Weder seine Herkunft noch seine natürlichen Anlagen oder seine finanziellen Mittel entscheiden darüber, wer er ist und was er tut. Er ist zur Freiheit verurteilt, der entscheiden und handeln muss und die volle Verantwortung für sein Leben trägt. Mit dem Quizlet-Lernset Freiheit, wichtige Begriffe kannst du dein Wissen jetzt erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!